So, live von der Hannover Messe. Andreas Meyer, Guten Morgen. unser General Manager von Metelligent Ideas. Was gibt es denn Neues hier von Metelligent Ideas? Ja, hier zeigen wir heute zum ersten Mal unsere Sensortechnologie in Produktion. Das bedeutet, wir haben hier unsere Standards, einmal Zug und Druck. Das heißt, wir können Bewegungen und Kräfte messen, wo immer sie auftreten, weil wir mit einem unheimlich dehnbaren Material arbeiten. Das ist flexibel, es kann gedehnt und komprimiert werden. Und wir können damit, wie Sie hier am Bildschirm sehen, super große Deformationen messen, aber auch kleine Deformationen sind mit einer wahnsinnigen Auflösung im Mikrometerbereich realisierbar. Mikrometer. Gleichzeitig das Ganze als Druckversion. Auch hier die Sensorintegration in bestehende Systeme super einfach. Wir haben sehr dünne Technologien. Das gibt es auch als Spaghetti-Version, eine gerollte Version, die man hier sieht. Ja, die ebenfalls auf Deformationen reagiert. Ich sehe die Lichter sich da verändern, das heißt, das ist direktes Feedback. Genau, da sehen wir also, rot ist einfach eine größere Dehnung. Und wo kann man das denn in der Serie verwenden? Also Sie sagen, das sind Serienprodukte. Genau, wir haben in Serie hier zwei Beispiele vom Kunden. Das heißt einmal im T-Shirt, da ist die Zugsensor-Variante. Das T-Shirt schafft es, die Atmung mit einer Übereinstimmung von über 90% zu einem Sportlabor zu überwachen, wenn ich nämlich im Sporttraining bin, um meine aeroben, anaeroben Bereiche zu bestimmen. Das schafft sonst nichts, keine Uhr. Die Profis müssen dafür ins Labor. Dann sehe ich noch Sohlen. Dann haben wir die Sohlen, die sind aus dem Medizinbereich. Da geht es um das Thema Sturzreduktion im Alter. Das heißt, wir können in den Sohlen mit der Drucksensortechnologie qualitativ so hochwertige Daten liefern, dass man hiermit das Gleichgewicht mit einer nie dagewesenen Qualität bestimmen kann und damit den Patienten warnen kann, zum einen, kurz bevor es zum Sturz kommt, aber auch zum anderen im Training, in der Sturzprävention unterstützt. Das heißt, hier konnte man in der Studie zeigen, die Sturzreduktion um bis zu 24% zu reduzieren. Und das sind nur ein paar Beispiele für elektroaktive Polymere und die Einsatzmöglichkeiten im Bereich von Sensoren. Genau. Und ich wiederhole nochmal, die werden jetzt in den USA in Serie produziert, auf Serienproduktionsanlagen. Genau. Und wir sind da im Ramp-Up. Und morgen machen wir weiter mit Nititech. Mit den Greifern. Schauen wir uns morgen mal an, was wir im Bereich der Greifertechnik zeigen. Genau. Also, bis morgen.